ThinkedIn. Wie unser Gehirn seine natürliche Plastizität voll ausschöpfen kann. In seinem aktuellen Buch Mein Gehirn, das Denken und ich widmet sich der Neuropsychologe, Hirnforscher und Wissenschaftskommunikator Dr. Jens Voel der Funktionsweise und der nachhaltigen Pflege unseres Gehirns. Das menschliche Gehirn baut sich ständig um. Durch neue Erfahrungen, soziale Kontakte und geistige Anregung können neuronale Strukturen und damit verbundene Denkmuster bis ins hohe Alter verändert werden. Lernen ist ein lebenslanger biologischer Prozess, der durch den richtigen Lebensstil und psychologische Strategien optimiert wird. Damit sich das Gehirn ständig umbauen kann, empfiehlt Voel Begeisterung als Antrieb. Wissen bleibt lebendig, wenn es aus echtem Interesse und Neugier erworben wird und nicht, um andere zu beeindrucken. Regelmäßige Bewegung. Körperliche Aktivität regt die Durchblutung und fördert die Ausschüttung von Botenstoffen wie Serotonin, was das Gehirn entspannt. Reflektiertes Denken, Slow Thinking, trainieren. Anstatt impulsiv auf Informationen zu reagieren, hilft es oft, um kognitive Verzerrungen, Biases zu erkennen, langsam zu denken, einen Schritt zurückzutreten und analytisch über die Herkunft und Validität einer Meinung nachzudenken. Voel verweist in diesem Zusammenhang auch auf Daniel Kahneman in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, Originaltitel Thinking, Fast and Slow, das seine häufig gemeinsam mit Amos Tversky durchgeführten Forschungen zusammenfasst. Unterschieden wird hier zwischen dem schnellen, instinktiven und emotionalen Denken und dem langsameren Durchdenken. Gute Urteile hängen davon ab, wie gut man denken kann und wie man denkt. Ernährung, Brain Food. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, liefert die notwendigen Baustoffe für die Gehirnstruktur. Gewohnheiten. Effiziente Gehirnnutzung gelingt auch durch das Etablieren fester Routinen. Fester Platz für den Schlüssel, um kognitive Ressourcen für komplexere Aufgaben zu schonen. Unterschätzen Sie niemals das Potenzial Ihres Gehirns, sich bei Bedarf selbst umzubauen. Dr. Jens Voel. Hinterfragen der Wahrnehmung. Ist die Situation wirklich ausweglos oder suggeriert dies nur das Gehirn? Bereits in seinem Buch Fakten sind auch nur Meinungen befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Wahrheit und menschlicher Wahrnehmung. Es ist wichtig, eigene Denkfehler zu erkennen, denn biologisch neigen Menschen dazu, nach Bestätigung für ihre bestehenden Ansichten zu suchen. Es werden Informationen gesucht, die ihr Weltbild stützen und ignorieren widersprüchliche Fakten, Bestätigungsfehler. Kontrolle zurückgewinnen, bereits kleine Handlungen, die ein Gefühl von Einflussnahme vermitteln, können den präfrontalen Kortex aktivieren und die neurobiologische Basis der Hoffnungslosigkeit schwächen. Mentale Hygiene. Das Gehirn sollte vor schädlichen Einflüssen wie übermäßigem Alkohol geschützt werden. Er schädigt den Hippocampus, die Schaltzentrale des Gedächtnisses, akut und chronisch. Bereits moderate Mengen führen langfristig zu strukturellen Schäden. Wie Rauchen begünstigt er auch den normalen Alterungsprozess und den Ausbruch vieler Arten von Demenz. Ausreichend Schlaf ist ebenfalls wichtig, denn hier, besonders während der Tiefschlafphasen, aktiviert das Gehirn das glymphatische System, Reinigungssystem, aus den Zwischenräumen der Nervenzellen abtransportiert. Während des Traums, REM-Phase, verarbeitet das Gehirn Emotionen und Erlebtes. Das Gehirn reinigt sich nachts und festigt das am Tag Gelernte. Ohne Schlaf findet keine effektive Speicherung statt. Urteilsvermögen vor Fachwissen. Es ist wichtiger, ein Problem zu erkennen und zu wissen, wie man die Lösung findet, als reines Faktenwissen anzuhäufen. Weitere zentrale Maßnahmen sind auch Atemtechniken, die das vegetative Nervensystem beruhigen, indem sie den Parasympathikus aktivieren, der für Ruhe zuständig ist, und das Default Mode Network, Ruhezustandsnetzwerk. Wenn wir tagsüber Tagträumen oder nicht auf eine Aufgabe fokussiert sind, wird das Default Mode Network aktiv. Es hilft dem Gehirn, Erlebtes zu verknüpfen, Wissen zu organisieren und zukünftige Handlungen vorzubereiten. Um die Nerven zu beruhigen und die Aufmerksamkeit wiederherzustellen, helfen auch Pausen in der Natur. Der Anblick von Landschaften oder der Aufenthalt im Wald senkt das Stresslevel. Es ist also höchste Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, wie unser Gehirn mit neuem Wissen umgeht.
Die menschliche Kognition ist einzigartig durch ihre Tiefe und Flexibilität. Menschen verstehen unsichtbare Konzepte wie Zeit oder Moral und können über ihr eigenes Denken nachdenken, Metakognition. Sie suchen immer nach dem Warum hinter Ereignissen, Kausalität und sind in der Lage, gelerntes Wissen mühelos auf völlig neue Situationen zu übertragen, Flexibilität. Nicht, was wir tun, sondern warum wir etwas tun, ist entscheidend für die Wirksamkeit unserer Handlung, schreibt Simon Sinek in seinem Erfolgsbuch Start with Why 2009, in dem es um das einfache Konzept des Golden Circle, warum, wie, was geht. Erfolgreiche Menschen, Unternehmen und Organisationen stellen das Warum in den Mittelpunkt und verlieren niemals diesen Zielmagnetismus aus den Augen. Alles, was sie tun, basiert auf dieser einen Frage: Warum stehe ich morgens auf? Häufig wird das Gehirn als Computer bezeichnet, doch es ist biologisch völlig anders strukturiert, weil es Informationen parallel verarbeitet und lernt, statt Programme nacheinander abzuarbeiten. Föhl zeigt, dass es sich durch enorme Speicherkapazitäten bis zu 1 Petabyte und Energieeffizienz auszeichnet. Die Milliarden Neuronen des Gehirns organisieren sich selbst und bilden Synapsen, was einen ständigen Lernprozess ermöglicht. ThinkedIn dient ihm als Metapher für Gehirnnetzwerke. Einzelne Hirnzellen werden dabei nicht bloß als passive binäre Informationsträger, Bits, betrachtet. Vielmehr agieren sie wie eigenständige Individuen in einem sozialen Netzwerk, ähnlich wie Profile auf LinkedIn. Das Gehirn als einen Mechanismus zu verstehen, ist leider nicht sehr praxisorientiert. Er zeigt, dass ein Gehirn stets als Gesamtsystem arbeitet. Auch räumt er mit dem populären Mythos eines reinen Rechtshirn- oder Linkshirnmenschen auf. Beide Seiten arbeiten bei fast allen Prozessen untrennbar zusammen und steuern den Körper kontralateral, über Kreuz. Die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperseite und umgekehrt. Die linke Hemisphäre arbeitet vorwiegend analytisch, sequenziell und detailorientiert. Sie steuert das sachliche, strukturierte und regelbasierte Denken. Die rechte Hemisphäre arbeitet vorwiegend ganzheitlich, visuell und intuitiv. Sie ist an der intuitiven Einordnung von Gefühlen, Metaphern und nonverbaler Kommunikation. Leider wird derzeit so viel über künstliche Intelligenz, KI, kommuniziert, dass die Beschäftigung mit der natürlichen Intelligenz und unserem spezifisch menschlichen Gehirn immer mehr aus dem Blickfeld zu geraten scheint. Das Denken von KI basiert rein auf Mathematik und Mustern. Sie berechnet Wahrscheinlichkeiten, statt echte Bedeutung zu verstehen. Entscheidungen erfolgen ohne Gefühle oder echtes Bewusstsein. KI erkennt, dass Dinge zusammenhängen, aber nicht warum. Föhl gilt auch als einer der profiliertesten Kritiker generativer KI im Bereich der Wissensarbeit. Er warnt vor Denkfaulheit und davor, dass die Kreativität unter ihrem Einsatz leiden könne. Bereits in seinem Buch »Fakten sind auch nur Meinungen« zeigte er auf, dass Wissen oft aus geprüften Meinungen entsteht und rät dazu, die Überprüfbarkeit von Aussagen als Maßstab zu nutzen. Das ist auch die Basis seines aktuellen Buches. Die 3 Pfeiler, auf denen die Wissenschaftskommunikation aus meiner Sicht ruht, sind Korrektheit, Authentizität und Transparenz. Auch hier plädiert er für ein tieferes Verständnis von Wissenschaft und warnt vor einfachen Schwarz-Weiß-Antworten und festgefahrenen Meinungen. Eine wichtige Rolle spielt zudem die pluralistische Ignoranz. Bei diesem sozialpsychologischen Phänomen glauben Gruppenmitglieder fälschlicherweise, dass sich ihre eigene Meinung von der Mehrheit unterscheide, obwohl die meisten dieselbe Ansicht teilen. Aus Angst vor Ausgrenzung unterdrücken Individuen ihre wahre Meinung oder Handlung, was zu kollektiver Untätigkeit führt. Einzelne passen sich an eine vermeintliche Norm an, die gar nicht existiert. Gruppenblindheit. Das Schweigen oder die Passivität anderer wird fälschlicherweise als Zustimmung oder Einverständnis interpretiert. Fehlinterpretation. Insbesondere in Notsituationen, Bystander-Effekt, führt das Fehlen von Panikreaktionen bei anderen dazu, dass das Ereignis als harmlos eingestuft wird. Das Gehirn lügt uns aber auch oft an, indem es eine Situation als schlimmer darstellt, als sie ist. Unser Gehirn lügt uns manchmal an, nicht böswillig und auch nicht willkürlich, aber doch so, dass wir uns nicht immer darauf verlassen können, was es uns meldet. Faktoren wie Hoffnungslosigkeit oder übermäßiger Stress belasten die Flexibilität des Gehirns. Ein biologischer Prozess im Gehirn, der häufig durch einen Kontrollverlust ausgelöst wird,
ist für Vögel auch Hoffnungslosigkeit. So sind bestimmte Gehirnbereiche besonders aktiv, während andere unterdrückt werden. Die Raphekerne sitzen tief im Hirnstamm. Sie werden aktiv, wenn wir das Gefühl haben, eine Situation nicht mehr kontrollieren zu können. Erlernte Hilflosigkeit. Sie melden dem Rest des Gehirns Hoffnungslosigkeit, auch wenn die Situation vielleicht gar nicht ausweglos ist. Der präfrontale Kortex, direkt hinter der Stirn, ist für Planung und Erwartung zuständig. Wenn wir wieder das Gefühl von Selbstwirksamkeit, Kontrolle erlangen, wird dieser Bereich aktiv und kann die Alarmmeldungen der Raphekerne buchstäblich ausknipsen. Durch gezieltes Training und Perspektivwechsel können wir lernen, aus dem Modus der Hoffnungslosigkeit auszubrechen. Nach den schulmedizinischen Forschungen hängen Depressionen vermutlich mit der Veränderung der Konzentration von hauptsächlich 3 biochemischen Substanzen, Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, im Gehirn zusammen, die eine modulierende Wirkung auf emotional gefärbte psychosoziale Stressreaktionen haben. Vögel verweist er auch auf die klinische Psychologin Catherine Hope Gordon, die sich intensiv mit dem Aufbau von Hoffnung als Werkzeug gegen Suizidgedanken beschäftigt. Ihr zentraler Ansatz liegt darin, Hoffnung nicht als vages Gefühl, sondern als erlernbare Fähigkeit durch kognitive Verhaltenstherapie, CBT, zu vermitteln. Hope nutzt sie in ihren Werken und ihrer klinischen Praxis als einen zentralen Schutzfaktor gegen psychische Krisen. Die zentralen Schritte der American Psychological Association, APA, dienen Vohl als praktisches Gerüst, um neuronale Pfade der Bewältigung zu aktivieren. Dazu gehört es beispielsweise, Krisen nicht als unüberwindbar zu betrachten. Ereignisse können nicht geändert werden, aber die Reaktion darauf, Veränderung als Teil des Lebens akzeptieren, sowie das aktive Hinarbeiten auf Ziele und das Praktizieren der Selbstfürsorge. Menschen, die wissen, was, auch für sie selbst, gut und richtig ist, gehen integer ihren Weg. Für sie stehen Werte nicht nur im Schaufenster, sondern werden wirklich gelebt. Wer sich weiterentwickeln will, sollte in Beziehungen denken und in Beziehungsfähigkeit investieren. Das ist das Geheimnis der Kunst des Miteinander und Aneinanderwachsens. Hoffnung benötigt ein starkes Selbstwissen und einen Zugriff auf die eigenen inneren Ressourcen. Gesundheit. Mehr zum Autor im Blog